Ich stehe hier in einem Haus, das in der Szene als Maison Meurtre bekannt ist. Doch als ich diese Schwelle überschritt, ahnte ich noch nicht warum. Während ich durch diese stillen Räume ging, war ich fasziniert von dieser perfekten Zeitkapsel. Alles wirkte so friedlich, teilweise unberührt, als wäre die Zeit für die Bewohnerin einfach nur kurz stehen geblieben. Erst später, nach meinem Besuch, habe ich die grausame Wahrheit erfahren. Dieses Heim war Schauplatz eines brutalen Raubmordes an einer wehrlosen Frau. Ein Ort, der für mich beim Drehen nur ein faszinierender Lost Place war, wurde plötzlich zum Mahnmal eines Verbrechens. Mit diesem Wissen wirken die Dinge, die ich dort gefunden habe, noch verstörender. Kuriose Relikte, die ich völlig ahnungslos dokumentiert habe und die jetzt im Schatten dieser Tat eine ganz andere beklemmende Bedeutung bekommen. Begleite mich auf eine Reise, die als reine Entdeckung begann und mich mit Fragen zurücklässt, die ich nie gestellt haben wollte. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mit Urbex Enso wieder unterwegs in unserem Lieblingsland Belgien und wir haben ein Wohnhaus gefunden. Das ist nicht riesengroß, aber unfassbar viel Zeug noch drin. Richtig geile Räume. Wir müssen ein bisschen leiser sein, weil Nachbarn links und rechts ziemlich eng daneben sind. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier sein werden, aber ich will vorschlagen, wir fangen direkt an und gucken uns gemeinsam um. In dem Sinne, viel Spaß bei dem Video. So, ihr könnt sehen, hier sind wir schon in so einer Art Küche. Ich schaue mich mal kurz mit euch gemeinsam um. Hier sind noch ganz viele Sachen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Stück für Stück gemeinsam und in Ruhe an. Gut, beginnen wir einfach hier. Hier ist noch so ein altes Sideboard. Auf jeden Fall mit ganz vielen Sachen noch drin. Hier eine alte Schuhbürste, ein Portemonnaie. Und dann hier oben auch super viele Sachen noch. Hier so alte Uhrenbänder und so ein Kram alles. Und alte Lockenwickler, also guck mal hier, das ist ja schon der Wahnsinn. Das sind ja so richtig persönliche Relikte, ne, wo man einfach, wo die Dame des Hauses das wahrscheinlich einfach in ihre Haare gedreht hat. Ne. Richtig cool. Hier seht ihr noch so eine alte Verpackung von einem alten Handy. Das sieht aus wie eines der ersten Touchscreens, die damals gemacht worden sind. Super cool. Und hier noch so eine alte Zigarrenbox, wo schon so ein bisschen der Schimmel ansetzt. Noch eine ganz alte Uhr da drin. Und hier auch ein Bild, das muss ich euch aber pixeln. Das ist ein ganz junger Kerl. Ich vermute mal, dass der vielleicht der Enkel war der Leute, die hier gewohnt haben. Das weiß man natürlich jetzt nicht. Ja, ansonsten auch hier könnt ihr sehen, es ist noch alles da. Noch alles voll mit Geschirr da unten. Kakao ist noch da. Da sind noch alte VHS-Kassetten in der Ecke. Aber die sehen aus wie selbst aufgenommen. Wir können mal in die... ich will jetzt nicht zu sehr dran reißen. Ich glaube, das lassen wir besser. Auch hier noch das ganze Besteck im Kasten. So, und dann geht es hier direkt weiter. Ich hoffe, ihr seht genug. Ich kann nicht so viel Licht machen. Auf jeden Fall eine alte Weste auf dem Stuhl. Und dann liegt hier auf dem Küchentisch alles voll. Hier ist noch irgendwas. Auch von der Uhr, glaube ich, eine Verpackung. Auch Zigarrenkästen und so weiter. Hier liegt sogar noch eine alte Brille zwischen. Ist natürlich schon alles super zerwühlt hier. Aber auf jeden Fall mega cool. Und darüber, da könnt ihr es sehen, alte Familienfotos. Die muss ich natürlich alle pixeln, aber hier unten ist ein Ehepaar drauf, wo ich mir vorstellen kann, das hat hier gewohnt. Mit der Dame und vielleicht den Enkeln daneben noch. Mega persönlich auf jeden Fall. Richtig krass. Ach, und was ich euch auch noch nicht gezeigt habe hier über diesem Sideboard, war diese Herzchenuhr hier. Auch mega cool, oder? So, weiter geht's neben dem Tisch einfach. Hier ist ein alter Aschenbecher und so ein allerlei Glas. Aber guckt mal bitte hier, wie geil die Spinnenweben hier einfach eingewachsen sind. Mega cool. Und direkt daneben auch wieder persönliche Bilder, aber die pixel ich euch auch. Mit einem jungen Kind, das könnte auch der Enkel sein. Unten sind Hunde. Richtig krass. Dann haben wir hier so einen richtig schönen alten Stuhl. Da sind auch noch Zigarrenkisten drauf. Also der Herr, der hier gewohnt hat, oder die Dame, hat auf jeden Fall ordentlich geraucht. Und das Schöne daran war, direkt daneben so ein richtig schöner alter Kamin. So, neben dem Kamin noch so ein richtig geiler Sessel. Guckt euch den mal an. Boah, mega. Da hängt sogar noch eine Jacke drüber. Noch richtig viele persönliche Gegenstände hier. Und unten einfach davor stehen noch Damenschuhe. Das ist der Hammer. Und dann hier dieses kleine Tischchen dabei mit dem Wecker drauf.
Ah, das ist auch schon ein Träumchen. So, direkt daneben könnt ihr sehen, nochmal so ein alter Küchenschrank. Auch der ist noch voll mit ganz vielen persönlichen Gegenständen. Hier sind noch Medikamente drin, ein Maßband. Schminke liegt noch hier, wobei das wie Kinderschminke aussieht. Auch nochmal persönliche Bilder. Und hier so eine richtig alte Eieruhr, Leute. Mega cool. Wir können natürlich noch einen Blick hier mal reinwerfen. Auch das ist noch alles voll Geschirr, Leute. Mega. Hammerhart. So, wir gehen mal weiter. Hier ist auf jeden Fall noch ein Bad. Da können wir jetzt auch mal gemeinsam reingucken. Drehe ich die Kamera nochmal um. Hier kann ich auch noch ein bisschen Licht machen tatsächlich. Auch hier ist noch super viel zu sehen. Von Anziehsachen bis hin zu einer Waage. Mega hart. Ich drehe um. So, hier seht ihr es. Noch ein Wäschekorb voll mit der ganzen Wäsche. Eine Toilette, die sparen wir uns jetzt mal. Aber das ist das, was ich meinte. Hier ist noch so eine richtig alte Waage von Söhnle. Richtig cool. Noch nicht mal digital. Und hier oben drauf, neben dem Warmwasserboiler, die ganzen Pflegeprodukte. Und hier zu CDs. Top Hits 1967 bis 97. Hier noch ein alter BH sogar. Wobei der aussieht wie ein Mädchen-BH, ein Kinder-BH, ein ganz kleiner. So, auch hier ganz viele Klamotten noch. Da auch Hefte, Gürtel, Schals, alles. Dann hier irgendwelche Slips. Und hier noch so alte VHS, Leute. Wie cool sind die denn bitte? Ein VHS, aber schon Vinyls. Kennt das jemand? Ich weiß nicht. Ich kenne es jetzt persönlich nicht. Aber noch viel spannender ist, guckt mal da drüber. Wir haben noch einen Kamm hier, Zahnpasta, Zahnbürsten, Parfüm. Hier ist ja im Prinzip alles noch da, Leute. Mega cool. Ja, hier seht ihr auch noch eine Dusche, aber die ist recht unspektakulär. Wie gesagt, hier ein ganz kleines Badezimmer. Ach, da oben steht noch eine kleine Anlage, das ist auch interessant. DJ Tom steht da drauf. Vielleicht war das der Enkel oder der Sohn, der hier DJ gespielt hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Raum. Ah, da fuhr ein Motorrad vorbei. Wir gehen jetzt in den Raum. Das ist ein Schlafzimmer, das gucken wir uns gemeinsam an. Das beginnt hier an der Tür schon mit einem Filmplakat mit Vin Diesel drauf. A Man Apart. Den Film kenne ich gar nicht. Boah, aber hier oben auch alles voll mit Spinnenweben, Leute. Ich vermute mal, dass das ein Kinderzimmer war. Hier auf jeden Fall das Bett mit ganz vielen. Ach, guck mal, hier ist auch der Film dazu. Vom Plakat tatsächlich. Ja, ganz viele Heftchen und sowas. Auch noch persönliche Gegenstände. Da hinten in der Ecke aus, gucken wir uns gleich an. Aber viel cooler ist hier vorne dieser Oldschool-Fernseher, Leute. Guckt euch den bitte mal an. Blue Sky kenne ich nicht, aber es ist ein richtig kleiner Röhrenfernseher, auf dem man hier vermutlich dann damals mit dem DVD-Player geguckt hat. Da liegt noch Sister Act drin. Auch sehr, sehr cool. Okay. So, hier oben drauf, neben der Taschenlampe, noch alte PC-Spiele, Need for Speed, Knight Rider als Film. Da oben auch wieder eine Anlage, schaut mal. So eine hatte ich, glaube ich, früher auch mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Und auch hier, guck mal, die ganze Bettwäsche noch drin, Leute. Hammer. Ja, dann hier auch wieder ein Regal mit ganz vielen DVDs, CDs dran. Ja, gucken wir uns jetzt nicht alles an, auf jeden Fall alles voll. Kleine Stehlampe. Und dann hier eine Audiosonic, eine ganz alte Anlage noch. Komplett unzerdeppert. Also die Location ist in einem verhältnismäßig guten Zustand, muss ich sagen. Oh Leute, ich drehe gerade total durch. Hier ist noch ein Raum, den habe ich noch gar nicht gesehen. Noch ein Schlafzimmer, aber ich glaube, das ist das Elternschlafzimmer. Boah, Hammer. Ich drehe die Kamera um, ich muss es euch zeigen. Ich habe schon einen ganz trockenen Mund, weil ich so aufgeregt bin, weil das hier reinkommen echt sneaky war. Aber das ist geil, es hat sich richtig gelohnt. Schaut es euch an. Guckt mal hier den Blick. Wow. Ich weiß nicht, wie viel Licht ich hier machen kann, ohne dass die Nachbarn mich sehen. Ich mache es mal ein bisschen.
unter die Decke, dass wir ein bisschen mehr sehen können. Guck mal hier, ein ganz altes Ehebett. Schön aus Holz, schön verziert. Motorradhelm davor. Und hier im Schrank, in dem alten, alles noch voll mit Anziehsachen. Alles Damensachen, alte Lederjacken. Mega. Wir quetschen uns mal hier am Bett vorbei. Das sieht aus, als würden die jeden Moment zurückkommen und wieder hier schlafen, Leute. Hammer. Hier auch wieder, ja, Damenjacken drin. Und dann hier direkt neben dem Bett. So schöne Deko. Mega, mega, mega. Und dann der Blick darüber. Auch wieder eine Frisierkommode mit Spiegel. Die gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Da noch so Dekofiguren. So, hier seht ihr es noch. Der alte Tower ist noch da. Tastatur mit Monitor. Und das hier, naja, braucht man nicht drüber reden. Das passt aber zu ein paar Sachen, die ich schon gefunden habe hier in dem Haus. Zeige ich euch gleich noch. Und dann hier auch noch so Bilder von der Lehrerin mit einem Schüler. Und der Lehrerin alleine. Crazy. Okay, gehen wir weiter. Hier noch so ein kleines Regal. Auch mit CDs drin. Ich glaube, das ist Chord in die Ecke da unten sogar. Ja, und hier, was ich eben meinte, der schöne Wandteppich mit der Deko. Das ist doch mal geil, oder? Ja, und dann daneben nochmal eine kleine Anlage. Also Musik war hier scheinbar sehr wertvoll. Genau wie das Rauchen, weil da steht auch schon wieder ein Aschenbecher. Wahnsinn. Ja, und dann dahinter halt die Spiegelkommode komplett. Mega. So, kommen wir zum letzten Raum dieser Location. Und das ist das Wohnzimmer. Das sieht mega aus. Das ist, würde ich sagen, der geilste Raum hier im ganzen Haus. Enzo hat hier auch schon Fotos gemacht. Ich würde sagen, ich rede nicht lange, ich drehe die Kamera um. Das müsst ihr gesehen haben. Es geht hier schon los mit dem Blick auf so Stofftiere. Und hier so ein richtig alter Staubsauger noch. Und dann schaut einfach mal hoch. Wow. Das ist doch ein mega Blick, Leute. Das ist der Wahnsinn. Was ein cooles Wohnzimmer. Hier kann ich das Kameralicht auch auf jeden Fall wieder ausmachen. Dann ist die Gefahr, gesehen zu werden, nicht ganz so groß. Wartet kurz, ich mache das. Dann machen wir die Roomtour. Okay, auf geht's. Da geht's zur Straße. Könnt ihr sehen, müssen wir mega vorsichtig sein. Hier sind zwei so Marienstatuen oder Flaschen. Auch sehr cooles Motiv, muss ich sagen. Hier auf der anderen Seite noch so eine Ablage. Da sind auch wieder zwei Fotos, die pixel ich euch. Mit einer jungen Frau drauf. Und dann auch hier alles voll mit irgendwelchen Dekofiguren, vor allen Dingen Hexen. Da auch. Und dazwischen so ein Jesusbild. Das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Und dann hier so ein richtig schönes Gemälde. Guckt euch das mal an. Eine richtig hübsche Frau. Ich weiß nicht, ob das Öl ist oder wie es gezeichnet ist. Richtig cool. Und daneben hier so eine kleine Ablage. Aber allein so dieses Bild. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen mit meinem Schatten. So, von hier aus drehen wir uns um. Guckt euch das mal an. Der ganze Esstisch hier. Daneben noch ein Sessel. Hier konnte man mit zwei Leuten auf jeden Fall sitzen. Dann da auch ein Sideboard nochmal. Sorry. Da auch ein Sideboard nochmal. Wo komplett alles noch drin ist. Hier ist nichts zerdeppert, gar nichts. Alle Figuren, alle Vasen, könnt ihr sehen, sind noch drin. Und dann hier der Tisch. Leute, das ist der Wahnsinn. Hier noch eine persönliche Brille sogar. Sieht aus wie eine Damenbrille. Kerzen. Und die Deko ist sogar auch noch hier. Und hier eine ganz alte Kamera, Leute. Mega cool. Ja, und dann hier natürlich mit dem Blick, wir müssen mit den Nachbarn aufpassen. Das schöne alte Sofa. Mega cool. Und auch hier eine alte Kamera und Bilder. Und natürlich auch hier wieder eine Brille. Wahnsinn. Ich bin total geflasht. Da habe ich nicht mit gerechnet, so die Location von außen aussah. Mega. Richtig cool. So, ich zeige euch nochmal einen Blick hier. Einmal durch das ganze Wohnzimmer. Das ist mega. Und hier ist kaum Vandalismus, bis gar keiner. Ich habe jetzt keine Zeichen gefunden, für wann es verlassen war oder ab wann es verlassen war. Aber es ist der absolute Wahnsinn. Eine Sache muss ich euch noch zeigen, bevor wir uns hier wieder verziehen.
Enzo packt seine Sachen schon zusammen. Und zwar ist das hinter mir im Flur. Ich werde es auch verpixeln müssen, aber hier sind auf jeden Fall so, sagen wir mal, Erwachsenenheftchen, wo man Sachen bestellen konnte mit leicht bekleideten Damen, aber noch zur Eurozeit. Ebenfalls hier und da, wobei das ein Kerl ist. Aber das passt zumindest zu dem Gleitgel, was ich eben gesehen habe mit euch. Ja, und dann ist hier halt noch so ein Vorraum, aber der ist nicht sonderlich der Rede wert. Das weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Ganz gegenüber ist jemand. Der guckt gerade auf das Haus. Wir können nicht rausgehen, wir müssen kurz warten. Der Enzo ist gerade vorbeigeschlichen und guckt auf der anderen Seite nochmal. Aber wir müssen jetzt leise sein. Oh, das nervt jetzt schon wieder. Ich kann nicht abhauen, weil da einer steht. Und Enzo ist ganz woanders. Das ist mega kacke. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier raus. So, ich bin rausgekommen. Ja, hier sind noch ein paar Schuppen neben dem Haus. Auch hier sind noch richtig coole Motive. Die hatten wir fast vergessen. Die zeige ich euch natürlich auch noch. Das ist ganz wichtig. Das ist Wahnsinn. Es beginnt im Prinzip schon hier mit den Spinnenweben. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist ein ganzer Teppich aus Spinnenweben. Wahnsinn. Hier noch so ein richtig alter Fußball in so einem Korb. Auch richtig cool. Da unten auch noch so ein paar Fußbälle drin, vermutlich von den Kindern dann. Na, da steht nur so ein bisschen Kram, ein alter Besen und sowas. Aber das eigentliche Wahnsinnsmotiv ist das hier. Guckt euch das mal an. Mega cool. Daneben hier so eine alte Sporttasche, wo auch noch, ja, ich glaube Fußballschoner drin sind oder sowas. Aber das hier, das ist doch der Wahnsinn, oder? So, hier ist noch ein Raum. Richtig cool. Hier sind sogar noch ein paar alte Comics. Hier von Karl May. Das ist wahrscheinlich Winnetou. Oh, und dann hier noch mehr solche Sachen. Hier wurden auf jeden Fall Comics gelesen. Und daneben noch so eine Mappe vom Fußballverein. Die muss ich auch leider komplett pixeln, weil da so viele persönliche Leute drauf sind. Das erklärt aber, warum nebenan ja, die Fußballsachen noch waren. Hier oben drauf auch, guck mal. Sogar noch Asterix ist hier. Wer von euch hat Asterix gelesen? Tackert es mir gerne mal in die Kommentare. Wahnsinn. Mega cool. So Leute, kurzes, knackiges Video aus einer coolen Location. Wir dampfen jetzt ab zur nächsten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren, abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Film wieder. Bis dahin, San Francisco.